Und dann haben sie, ein paar Jahre später haben sie mein Lieblingsmodell auf den Markt genommen. Und dann habe ich mir ernsthaft überlegt, ob ich das selber machen kann. Und das war eigentlich der Anfang von diesem Prozess. Ich bin Reto Neiger, baue 10 Snowboards in Meiringen. Also ich bin am Hasliberg aufgewachsen und das war eigentlich sehr skiorientiert. Und da hat es ein paar gegeben, die schon gesnowboardet haben. Und das war ein Typ, der hat sich von der Schule geschmissen und der hat es abartig im Griff gehabt. Und der hat uns alle extrem beeindruckt. Und dann habe ich gewusst, wow, hey, Snowboarden, das ist irgendetwas, das gibt es im Skifahren nicht. Das war so der Beginn des Freestyle-Sport eigentlich. Also ich bin Skirennen gefahren. Und meine Schwester, die ist 2 Jahre älter als ich, die hat sich zur Konfirmation ein Snowboard gewünscht. Das Crazy Banana Rocket hat sie bekommen, ein pinkiges Brett. Und nachher hat meine Schwester das Bein gebrochen. Da ist ein Snowboard rumgestanden daheim und ich habe das dann geschnappt. Vom Skifahren bin ich mir gewöhnt, so zu schauen. Habe ich natürlich immer die Beine so umgewürgt. Es gibt Sachen, Bewegungen, Turns, die man macht, die fühlen sich auf dem Snowboard viel, viel besser an als auf den Ski. Das kann ich sagen, weil ich es vom Skifahren kenne und wenn ich es vom Snowboarden kenne. Und alle, die gesnowboardet haben, waren eben Exoten und da hat man sich auf dem Berg getroffen. Es war ein richtiges Gruppenerlebnis. Da ist man manchmal 20. hoch, ist man auf dem Berg und ist Tschuki-Kenneln abgeheizt und jeder hat irgendetwas umprobiert und gemacht und das war ein riesiger Spass. Also die Snowboard-Anfänge, das hat wirklich total gefällt. Also mich berührt wirklich, dass ich schon 20, 30 Jahre mit den gleichen Leuten snowboarden. Die sind immer noch da, die fahren immer noch mit, die sind immer noch am Lehren. Früher hat man einander bekämpft, man wollte besser sein und heute ist es Teilen und das ist sehr schön. Ich habe immer von Hand gerne gearbeitet. Ja, eine Lehre gemacht als Mechaniker und also auch den technischen Teil gelernt. Und dann habe ich mit Jugendlichen angefangen zu arbeiten. Und dann habe ich auf ein Skateboard zu bauen mit denen im Werkunterricht. Und irgendwann habe ich gedacht, ja, Skateboard zu bauen ist schon cool, aber eigentlich wäre Snowboard bauen viel, viel besser, weil das ist das, was mir wirklich entspricht. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist viel zu schwierig, das geht nicht. Und dann haben sie, ein paar Jahre später haben sie mein Lieblingsmodell auf den Markt genommen. Und dann habe ich mir ernsthaft überlegt, ob ich das selber machen kann. Und das war eigentlich der Anfang von diesem Prozess. Wenn es um Ski- oder Snowboardbau geht, haben die meisten Leute den Begriff Sandwich-Konstruktion schon mal gehört. Das Fleisch des Sandwich ist der Holzkern und das Brot des Sandwich ist das Fiberglas. Wenn man das nass laminiert, also klebt, kommt es dann, zuerst ist es ja gerade, dann kommt es in die Presse und dann bekommt es die Aufbiegung. Die Funktion vom Glas, vom Fiberglas, ist, damit es in der Form bleibt. Das nachher das Brett gleitet, ist unten noch ein Belag drauf und damit das Brett schön aussieht, ist noch das Design im Deckblatt. Konsum ist ein riesiges Thema in unserer Gesellschaft und ich war früher selber auch so unterwegs, ja, jedes Jahr ein neues Brett, weil sonst habe ich nicht dazugehört. Und wenn man hier kommt, das Brett bauen, dann entwickelt man eine ganz andere Beziehung zum Boden. Man macht das selber und es bindet einfach. Und wenn es noch die Farbe passt und wenn vielleicht noch Sprüche oder sein eigenes Logo drauf ist, dann geht man ganz anders um mit dem Board. Man fährt so ganz anders. Und das habe ich gemerkt, auch meine Kunden, die Boards, die fahren viel länger, weil man hat auch mehr Sorge dazu und das ist etwas Spezielles. Die älteste Teilnehmerin war 60, die ist gekommen und hat gesagt, sie würde jetzt gerne noch ihr letztes Board machen. Ich habe einfach gefunden, jetzt wollte ich noch so eine Ferrari zum Abschluss. Für was soll der Brand stehen? Und ich habe gesagt, es muss viel schnell sein, es muss zielgerichtet sein und es soll so wie etwas, also ein Nullzustand. Oder? Und irgendwann bin ich auf die 10 Bogenschützen gekommen. Ich weiss nicht sehr viel über sie und über die Tradition, aber was mir gefallen hat, was ich gelesen habe, dort den Bogen spannen, der Pfeil, der geht irgendwann und der findet das Ziel selber. Und dann habe ich gedacht, das ist genau so, wie wir snowboarden. Wir haben unten ist irgendwo ein Hit, du stehst oben auf dem Berg, siehst deine Linie, du weisst, etwa dort, wo du rausspringen und dann lässt du alles gehen. Also mein schönstes Erlebnis, das wiederholt sich eigentlich ständig. Das ist so, wenn man vor einer unverspurten Geländekammer ist und dort Linien und Formen sieht, wo man jetzt fahren kann und dort nachher voll reinsticht. Und das ist auch das, was man immer wieder erleben will. Also ich bin mehr so ein Allround-Typ. Also du kannst an einem Tag powdern, du kannst in die Pipe, ins Grindelwald oder du kannst am Hasliberg in Tschuki Channels reinstechen. Du machst alles mit einem Board. Und das ist sicher auch eine Eigenschaft. Wir haben ja einen Snowboardpark am Hasliberg
Und dort habe ich persönlich ein paar Stürze kassiert, eben den Wadenbeinbruch und ja, jenste andere Sachen. Die Aufträge bauen wir dann, wenn wir gesnowboardet haben. Also wenn es ganz gut ist, am Morgen, wenn es frisch Schnee gibt, gehen wir morgen immer zuerst snowboarden. Oder manchmal gibt es eine Nachtschicht. Das Board, das mir am meisten in Erinnerung ist, wie könnte es anders sein, das ist das Board, das ich als erstes gebaut habe. Und der eine, der mir viel gezeigt hat, war ein Zürcher. Und dann habe ich ihn gefragt, wie dick muss ich den Holzkern machen bei meinem Board. Dann hat er gesagt, ja, man muss etwa 7,5 mm machen, in der Mitte, oder? Dann habe ich so gedacht, ja, der Zürcher kannst du nicht fahren, oder? Ich mache einen 9 mm. Ich will richtig ein schnelles Herzbrett. Und dann habe ich das gemacht. Das war mein allererster Brett, ich wollte das fahren und das war so hart, das konnte ich einfach nicht fahren. Das vergesse ich natürlich nie mehr. Und dann ist lustig, mittlerweile mache ich Boards eben genau, also meine Länge mache ich jetzt auf 7,5 mm Dicke. Also der hat recht gehabt.